Alter, du hast zu früh losgelassen. In dem Moment, wo ich gerade so da war, hast du gerade losgelegt, so fuck. Und heute geht es um den SP1. Ja, anfangen? Nicht? Ja. Check, hörst du mich? Also, heute geht noch eine kleine Traumerfüllung. Und zwar, es geht um den SP1, wie ich vorher erklärt habe. Ich darf ihn heute zuerst mal fahren. Es war eine Ingenieurskunst damals, im 2005 von der Sportec. Wie ihr seht, es ist kein Porsche mehr, es ist effektiv ein Sportec. Das ist doch was Spezielles. Ich wollte es aber kurz halten, aus dem Grund habe ich mir einen Spick gemacht. Das ist nur ein Teil, was alles das Auto schon speziell macht. Also anfangen tun wir, die Basis von dem Auto ist ein 997 Turbo. Wie ihr auch wisst, haben die eigentlich schon mal als 4x4 konzipiert worden. Das ist bei dem Auto gleich, obwohl verschiedene Varianten vom SPR hat es als Heckantrieb oder 4x4 gegeben. Das ist jetzt eigentlich das letzte Modell, 2010, 2011. Der erste war 2005er. Das hier ist explizit der MK2-Version. Man sieht das vor allem an den Heckleuchten. Das sind die Merkmale von der zweiten Stufe von der Baureihe. Ja, das grösste Merkmal vom SPR1. Der wuchtige, darf ich das sagen, Arsch? Ich darf das schon sagen, oder? Man sieht es vielleicht auf den Bildern nicht so, aber er ist pro Seite 4 cm breiter geworden. Wenn ich jetzt mich hier stelle, ungefähr von der Breite her, dann könnt ihr es ungefähr in Relation sehen, wie breit das Auto ist. Motorentechnisch, so, jetzt kommen wir eigentlich zu den technischen Sachen. Das lese ich gerne ein bisschen runter. Sportec Turbolader, Sportec Nockenwelle, Sportec Ansaugrohr, Sportec Spaltsaugrohr, Sportec Abgasanlage mit Sportec Katalysator, Sportec Ladeaufkühler, Ventil, Federteller, Pleuel aus Titan. Ah ja, das vergisst noch 2 Sachen, noch wichtige Sachen. 2 Drosselklappen. Normalerweise haben die eine gehabt. Sportec hat 2 daraus gemacht. Und pro Zylinder 2 Injektoren. Das gibt es bei Auto so nicht. Das ist wirklich etwas Einmaliges in dem Auto. Das sorgt dafür, dass das Auto rund 900 PS hat und knapp 900 Newtonmeter. Jetzt merkt ihr, wieso ich so scharf drauf bin, das Auto zu fahren. Ich habe bei meinem Leben noch nie so ein schnelles Auto gefahren, beziehungsweise so ein starkes. Darum kann ich es kaum erwarten. Und ich bin schon ein paar Autos gefahren. Also, dann zeigen wir doch schnell das Herzstück. Also, was ihr gerade seht, schaut euch den Scheiß an. Schön. Das ist schön bearbeitetes Carbon. Riesenbrett. So, das Herzstück. Das ist einfach reine Ingenieurskunst schlussendlich. Bis dato, heute läuft das Auto einwandfrei. Ah ja, by the way, ihr seht auch hier, Carbon, Carbon, Kotflügelcarbon. Ich hau ganz fein drauf, Grundstoßstangencarbon. Das Auto hat eine massive Gewichtsreduktion bekommen. Es ist heute noch 1300 Kilo schwer. Und das sind Eigenbauteile von Sportec. Man hat das Auto neu modelliert. Wir können natürlich auch schnell noch weiter auf ein paar Zahlen gehen. Die Höchstgeschwindigkeit von dem Auto ist weit über 380 km/h. Das bedeutet, das ist heute noch eines der schnellsten Autos der Welt. 0-100, 3 Sekunden. Würde man heute sagen, nicht so wahnsinnig. Aber damals, vor 15 Jahren, war das wirklich schnell. Und das Auto ist von 0 auf 100 sogar 0,1 Sekunden schneller als der damalig schnellste Wagen auf der Welt, der Bugatti Veyron. 0-200 ist es sogar 0,2 Sekunden schneller. Ein Sportfahrwerk drin mit der Setup-Einstellung von der Rennerfahrungen von Sportec. Wir haben für das Auto ganz spezielle Tiefbett-Mono-7-Felgen entwickelt. Also man merkt hier, das Auto ist von Grund auf neu aufgebaut worden. Hat dementsprechend auch ein Vermögen gekostet, aber die damaligen Kunden haben gefunden, sie wollen den schnellsten Porsche auf der Welt haben. Ob es nachher effektiv so war, weiß ich nicht, aber definitiv zu den schnellsten der Welt hat das Auto damals sicher gehört. So, Schlüssel weg. Also man sieht auch innen ganz viel Carbon und Alcantara in der Innenverkleidung. Das hat es damals nicht wirklich so als Individualangebot gegeben bei den Herstellern. Was ganz cool ist,
Das Auto hat eine Zelle drin, eine Überrollkäfig. Das heisst, das Auto wird noch ein bisschen steifer, noch ein bisschen festiger für auf die Straße. Geil. Oh Mann. Also, es ist kein riesiges Geschrei, aber man merkt, dass es Kraft. Aus dem Grund, ganz im Ernst, wollte ich gar nicht mehr gross reden, weil ich fahren gehen und aus dem Grund... Gehen wir! Hey, kannst du das Tor aufmachen? Ich sage das jedes Mal, glaube ich. Was ist das Beste für Dani? Da hinten hast du gar keinen Platz mit deiner Kamera. Ich bin allein heute unterwegs. So, Cut. An dieser Stelle, by the way, würde ich gerne unserem Kunden herzlich danken, der uns das Auto zur Verfügung stellt für den Filmdreh. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir so ein Auto aus der Sammlung rausnehmen und dann auch fahren und dann auch filmen. Von dem her herzlichen Dank unserem Kunden. Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich darf endlich so ein PS-Monster bewegen. Seht das, es wird schon schön ländlich, schon mal schön und gut. Machen wir das natürlich mit Genuss. Ich fahre da jetzt hinter dem Dani her mit seinem Tamagotchi. Es ist jetzt so, ich habe jetzt echt grosse Mühe, ihm nachzukommen, weil sein Tamagotchi ist wirklich extrem schnell, darum fast keine Chance. Gehört! Geil! Also wie gesagt, ich fahre heute das Auto wirklich zum ersten Mal, sprich, wenn ich ab und zu so Geräusche von mir lasse wie ein Kind, dann tut es mir leid, weil dann verhalte ich mich jetzt gerade zur Zeit wie ein Kind. Aber ich glaube, es ist absolut legitim. Von dem her, zweiter Gang, 3000 Touren. What? Wow! Wow! Also, was muss ich gerade noch eins machen? Jetzt schlägt er richtig ein. Wow! Also wir sind nur bis 80 km/h. Ich schwöre auf alles. Das ist Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Das schweizt sie sogar noch. Seht ihr? Ich rede schon von Wicht. Also ich bin schon vieles gefahren. Wirklich vieles. Aber das ist jenseits. Also ab 5000 Touren haut der sich noch mal richtig Power aus. Und man merkt, bei der Kurve, sie nimmt immer zu und dann schießt sie mehr und mehr. Also es ist wirklich eine sehr schöne Beschleunigung. Es ist nicht einfach irgendein Turbo, der dann nachher einfach gerade das Knick bricht, sondern kontinuierlich gibt er mehr Leistung und je höher die Drehzahl wird, desto mehr Leistung kommt oben raus. Das ist wie eine Rakete. Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist jenseits. Da brauchst du einen Waffenschein. Leck mir. Salut. Danke. Ha! Schon ein neuer Fan. Das ist genial. Das macht süchtig. Wir haben dummerweise Semi-Slicks drauf. Es ist immer noch 5 Grad und haben aus diesem Grund nicht immer vollen Grip. Ich übertreibe es nicht. Von dem her, ich hoffe im Fall echt nicht, dass er es übertreibt. Fahrt nämlich auch zügig. Nicht, dass ich ihn noch irgendwo aus dem Graben muss ziehen oder so. Vielleicht muss ich mal sagen, dass wir bei der Sportler gar nicht versichert sind. Da seht ihr mal, wer eigentlich normalerweise hinter der Kamera ist. Gescheiter hinter der Kamera, gell? Ja, ich riskiere es auch nicht. Du merkst schon, weißt, durch die Semis und diese Temperaturen, das ist fängt an zu tun. Fahr dich doch mal ein-, zweimal ab ohne mich. Moderiere noch etwas drüber und dann können wir dann mal anfangen, ein bisschen umbauen und so, oder? Ist gut. Das ist unsere neue Strecke hier. Aber hey, das Auto fühlt sich noch... Gut, ich kenne die Strecke nicht, tut mir leid. Muss ich noch aufpassen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber jetzt ist gerade GoPro runtergegangen. Oh, ich hoffe, das war eine Mini. Du hast die hinter GoPro verloren? Nein. Ich weiss wo.
einsteigen. So. So schön. Ich darf heute sagen, dass ich heute einen genial geilen Tag hatte. Ich bin echt dankbar dafür, dass ich das erleben durfte. Was mich natürlich auch ein bisschen traurig macht, weil wenn man heute ein bisschen schaut, wie in unsere Autoindustrie und die Politik, in welche Richtung es geht, mache ich mir ein bisschen Gedanken, ob wir so Autos jemals wieder bauen, erleben. Ich hoffe echt, dass die Politik einschwenkt und uns gewisse Emotionen, Kultur, Spass zulässt, weil ganz im Ernst, einfach allein nur dieser Tag hat mich jetzt so extrem gefreut, das zu fahren. Und es würde so schade sein, wenn wir das nicht mehr dürften. Und eine Frage an euch, was meint ihr, soll Sportec einen Nachfolger vom SP1 wieder bauen? Reizen würde es mich brutal. Bis es so weit ist, genieße ich noch den Moment. Bis zum nächsten Mal. Ja!